Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, hier bin ich. Ich hatte das letzte Woche ja schon mal angekündigt, dass ich Samstag und Sonntag immer zusammen mache und sonntags morgens anstatt mittags um 15 Uhr das Sonderding starte. Das heißt, ich mache jetzt eine Tagesbotschaft, die nenne ich energetischer Wochenendwetterbericht. Und da gucken wir übers Wochenende und morgen früh könnt ihr die Sternzeichen sehen, ab 6 Uhr alle einzeln. Was darf ich über das Wochenende hier weitergeben? Oh, ich und das Kreuz und ich. Hier sind schicksalshafte Bewegungen, etwas, was vielleicht so ein bisschen stressig sein könnte oder Unruhe auslöst oder auch Konflikte mitbringt. Das kann hier um Themen gehen, wo man sich getriggert fühlt im Beziehungsbereich oder wo man auch mal bereit ist, so zu sagen, diesen ewigen Kreislauf, den möchte ich nicht mehr. Ich setze mich durch. Ich möchte irgendetwas neu gestalten. Für viele ist es vielleicht auch tatsächlich ein Neubeginn im Beziehungsbereich, ein neuer Vertrag, etwas, was gecancelt wird, kommt in anderer Gestalt auf einen zu. Ich habe aber auch irgendwie einen Neubeginn in der Liebe liegen. Also hier geht etwas Verletztes raus. Eine Situation, die lange stagniert ist, kann sich hier beenden. Möglicherweise geht es hier auch um Freunde, Arbeitskollegen, Kinder, die hier Umbrüche im Liebesleben haben. Ich habe Nachrichten, die vieles verändern. Liebevolle Kommunikation, wertschätzende Kommunikation. Kommunikation, die emotional ist und auch Klarheit bringt. Also es kann hier gut sein, dass jemand seine Gefühle ausdrückt, dass die Abendstunden begünstigt sind, um irgendetwas über den Tisch zu bringen, was einen beschäftigt. Es kann sein, dass man hier auch tiefgründige Erfahrungen macht. Ich habe hier so Aha-Momente oder wo man denkt, okay, das hatte ich so bisher noch nie gesehen. Am Ende ist es sehr stabilisierend. Ja? Es geht darum, auch seinen eigenen Gefühlen zu trauen, auf die Intuition zu hören, die Zwischentöne wahrzunehmen. Etwas zeigt sich einem auch emotional. Und ich habe so, dass wir vielleicht nicht genau hinhören oder dass wir etwas überhören könnten. Also seid achtsam, heißt es einfach. Für einige ist es hier zu sehen, dass sie irgendeine Prüfung bestehen oder eine Prüfung bestanden haben. Es kann auf der menschlichen als auch auf der weltlichen Ebene sein. Das Thema Ehrlichkeit spielt hier eine sehr große Rolle und ich habe auch, dass man, die Lektion hier, die könnte sein, dass man merkt oder auf den Trichter kommt, dass man auf ein falsches Pferd gesetzt hat oder dass man sich was vom Pferd erzählen hat lassen. Also so Wahrheiten, die plötzlich auf den Tisch kommen, die dir aufzeigen, da hast du eine Energie genährt, die dich geschwächt hat, aber die nicht ehrlich war. Für einige kann die Wahrheit so sein, dass sie sich irgendwo rausnehmen, dass sie ihre Energie in ein kreatives Projekt geben und dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, irgendetwas ist mehr Schein als Sein und diese Erkenntnis ist hier zu sehen.
Hier sind Konfrontationen mit der Vergangenheit, mit Lebensblockaden, die man kennt. Das kann jetzt hier aber auch das Gegenüber betreffen oder die Vergangenheit des Gegenübers. Hier ist irgendetwas wie eine kleine Unternehmung, eine Auszeit vielleicht auch, etwas, wo man sich wo rausnimmt, um aufzutanken und mehr Stabilität zu finden. Hier kann sich zum Beispiel auch ein Kampf beenden, den man mit dem Thema Beruf, Berufung, beruflich verstrickte Wege hat. Für alle, die nicht arbeiten, es sind dann die Themen, an denen man als Mensch arbeitet oder mit denen man sich beschäftigt. Hier geht es sehr stark auch um den Zusammenhalt bei irgendetwas, etwas Gemeinsames tun, sich gemeinsam Auszeit gönnen, bewusst etwas blockieren. Und hier unten haben wir noch die Finanzen mit dran. Hier sieht man, eventuell kann man sich hier über den Beruf neue finanzielle Türen öffnen, finanzielle Dinge klären, die mit dem Thema, wir haben hier unten an der Wurzel das Thema versorgt sein, sich sicher fühlen, gute Wege finden, neue Möglichkeiten. Die Sterne sind auch die Glückskarte. Hier kann die bestandene Prüfung auch sein, wie halte ich es aufrecht, dass ich mich und alles um mich herum versorgen kann. Es kann hier auch sein, dass es Menschen gibt, die gute Ideen haben, die Impulsgeber sind. Jedenfalls liegen hier schöne Entscheidungen irgendwie, die mit dem Bereich Geld, finanzielle Sicherheit, eigene Unabhängigkeit zu tun haben. Klärende Dinge. Und ich sehe an sich, dass man ein Thema mit den Finanzen unter einen guten Stern stellen kann. Es kann für viele auch tatsächlich um einen neuen Weg im beruflichen Bereich gehen. Jemand, der einen Vorgesetzten hat, der Ideen hat, oder jemand kennenlernt, der eine Stelle frei werden lässt, wo man eingrätschen kann oder so. Hier haben wir die Magie und das Wunder, obwohl hier Schicksal liegt. Ne? Hier sind ganz durchlässige Energien bei der Karte. Und es ist hier dunkel und doch weist der Mond das Licht für den Weg. Und das passt wieder so, weil hier hatten wir es ja gerade, dass man vielleicht mit seinen Emotionen nicht so richtig weiß. Und die Karte sagt, dass wir aufgefordert sind, unseren Gefühlen zu trauen. Dass wir uns dabei sicher fühlen, auch wenn wir manchmal nicht sehen können. Und vertrauen, dann werden sich auf wunderbare Weise auch Dinge zum besten Wohl ergeben. Hier ist so die Aufforderung, glaubt mal wieder ein bisschen an die Magie des Lebens. Wir sind alle geistige Wesen. Gestatte es der lichtvollen, empfangenden Energie vom Mond, die Kreativität zu wecken. Und es geht hier um sehr viel spirituelle Botschaften, also empfänglich sein auch. Ja, und hier unten haben wir ja noch das Wunder liegen. Und da ist der Regenbogen drauf, der ja Hoffnung verspricht. Und es ist eine gute Zeit, um Ängste und Zweifel abzulegen, das Gefühl zu haben, dass alles in Ordnung ist. Dass man hier auch so ein bisschen dem Schöpfer die Gelegenheit gibt, einzuschreiten, wenn man selbst nicht weiterkommt. Vielleicht an sich mal über das Wunder des Lebens nachdenken. Es gibt immer größere und kleinere Wunder. Mal ein bisschen um sich gucken, achtsam sein, wo findet denn da etwas statt, was ich wundervoll wahrnehme und bejahen kann. Und es geht einfach auch nochmal darum, dass wir uns empfänglich halten.
Dann nehmen wir noch einen Glücksimpuls und eine Seelenbotschaft. Die hat sich raus. Eine kleine Wegänderung. Hier unten sind ja die neuen Entscheidungen und das Beenden einer schwierigeren Phase ist hier zu sehen. Hier haben wir nochmal das Thema Vertrauen. Ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels. Richte deine Augen darauf und gehe ins Vertrauen. Alles wird gut. Schön, schön, schön. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Morgen früh um 6 sind die Sternzeichen dran. Ich drücke euch. Habt ein schönes Wochenende und bis morgen.